All right. We are going to do the FSI German Basic Course, Volume 1, Unit 2 today. I tried that last week and I had to abort because I was not very confident on my knowledge of some of the material when it got to the drills. So let's try it again and see if I do a little bit better this time. All right, here we go. In München. Spoken German, Unit 2, Tape 1, Basic Sentences. In München. Treffen. Er trifft. Er trifft. Herrn. Herrn. In. In. München. München. Herr Becker trifft Herrn und Frau Ellen in München. Herr Becker trifft Herrn und Frau Allen in München. Herr Becker trifft Herrn und Frau Ellen in München. Herr Becker trifft Herrn und Frau Allen in München. Ellens. Ellens, the Allens. Der Amerikaner. Der Amerikaner, Americans. Amerikaner. Amerikaner, Americans. Der Diplomat. Der Diplomat. It says this is the diplomat used loosely to designate any foreign service officer abroad. Diplomat. Diplomat. Ellens sind Amerikaner. Herr Ellen ist Diplomat. Ellen sind Amerikaner, Herr Allen ist Diplomat. Ellens sind Amerikaner. Herr Ellen ist Diplomat. Allen sind Amerikaner, Herr Allen ist Diplomat. Denn. Den. It says for den, D-E-N-N, no English equivalent unstressed particle expressing polite interest or concern. I think it's like then. I mean, the way they use it. Blah, 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 then. That's how it sounds. Guten Tag, Herr Becker, wie geht es Ihnen denn? Guten Tag, Herr Becker. Wie geht es Ihnen denn? Like, hello, Mr. Becker. How are you then? I think it kind of translates pretty well that way. So far, that I know of. Guten Tag, Herr Becker, wie geht es Ihnen denn? Guten Tag, Herr Becker. Wie geht es Ihnen denn? Danke gut. Danke gut. Danke gut. Danke gut. Kennen. Kennen. To know, to be acquainted with, speaking to family or intimate friends. Oh, du kennst is you know, speaking to family or intimate friends, no exact equivalent. Du kennst. Du kennst. Du Doch. 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 Here, unstressed, no exact equivalent. Here, unstressed, stressing an obvious fact. Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Maria, du kennst doch Herr Becker, nicht wahr? Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Natürlich. 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 Of course. Wir. Wir. Wir haben. Wir haben. Lange. Lange. Gesehen. Gesehen. Lange, for a long time. Gesehen, to see. Seen. Seen. Wir haben. We have. Wir. We. Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ja, natürlich. Yeah, of course. Wir haben Sie nicht gesehen, haven't seen. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. We haven't seen you for a long time. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker.
Ich war. Ich war. I was. Der Monat. Der Monat. The month. 2 Monate. 2 Monate. 2 months. Bonn. Bonn. Ich war 2 Monate in 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 Bonn. Wie lange? Wie lange? How long? Bleiben. Bleiben. Stay. Wie lange bleiben Sie hier in München? Wie lange bleiben Sie hier in... Sounds like he said München. Wie lange bleiben Sie hier in München? That's how it sounds. München. 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 But I think I've heard other people say it in a different way. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Probably. Wahrscheinlich. Das Jahr. Das Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr. Wahrscheinlich ein Jahr. Wahrscheinlich ein Jahr. Wahrscheinlich ein Jahr. Wahrscheinlich ein Jahr. Gefallen. Gefallen. Es gefällt. Es gefällt. So gefallen is please. Es gefällt is it pleases. Es gefällt Ihnen. Es gefällt Ihnen. It pleases you. You like it. Polite way of addressing a married woman. Here, Mrs. Allen. I wonder what makes it a polite way of addressing a married woman, though. Gnädige Frau. Oh. It's not the... I'm having trouble distinguishing which line is which. You like it is es gefällt Ihnen. And then gnädige Frau. That is a polite way of addressing a married woman. Okay, that makes more sense. Wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Wie gefällt Ihnen wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Uns. Uns. Okay, and that's dative. I just have to make sure. I think this is when you have like for or with us, for us, with us. I think that's what dative. The dative case in German is used to indicate the indirect object. Okay, yes, so that's like it's an object of a verb, but something with like to or with or for or at or something like that. So why do we have this? Uns is dative. So that's to us. Es gefällt uns. Es gefällt uns. That means we like it. It's pleasing to us. Es gefällt uns. Es gefällt Schön. Schön. Die Stadt. Die Stadt. Eine schöne Stadt. Eine schöne Stadt. Es gefällt uns hier sehr gut. München ist eine schöne Stadt. Es gefällt uns hier sehr gut. We like it here so much. München ist eine schöne Stadt. Es gefällt uns hier sehr gut. München ist eine schöne Stadt. Es gefällt uns hier sehr gut. München ist eine schöne Stadt. Stadt. Wohnen. Wohnen, to live, dwell. Die Nähe. Die Nähe. In the vicinity. In the near. Der Nähe. In der Nähe. In the vicinity. In der Nähe. Das Konsulat. Das Konsulat.
Vom Konsulat. Vom Konsulat. Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie, you live in der Nähe, near the consulate? Vom, what is vom? Of the, vom Konsulat. Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Im Bayerischen Hof. Im Bayerischen Hof. Ja, im Bayerischen Hof. Ja, im Bayerischen Hof. Ja, im Bayerischen Hof. Ja, im Bayerischen Hof. Nett. Nett, nice. Es ist dort sehr nett. 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 Vorhaben. Vorhaben, to plan to do something. Sie haben vor. Sie haben vor. Jetzt. Jetzt, now. Was haben Sie denn jetzt vor? Was haben Sie denn jetzt vor? What are you planning to do now? Was haben Sie denn jetzt vor? Was haben Sie denn jetzt vor? Wollen. Worden. Wir wollen. Wir wollen. Essen gehen. Essen gehen. Go to eat. Wir wollen essen gehen. Wir wollen essen gehen. We're planning to eat. We're planning to go and eat. Wir wollen essen gehen. Wir wollen essen gehen. Wir wollen essen gehen. Mitkommen. Mitkommen. Wollen Sie nicht mitkommen? Wollen Sie nicht mitkommen? Don't you want to come with? Don't you want to come along? Mitkommen, come along. Wollen Sie nicht mitkommen? Wollen Sie nicht mitkommen? Wollen Sie nicht mitkommen? Sehr gern. Wo essen Sie denn? 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 In der Ludwigstraße. In der Ludwigstraße. Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? Do you know the restaurant in der Ludwigstraße? Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? In der Ludwigstraße? Das Essen. Das Essen. Das Essen ist dort sehr gut. 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 Gut. Das Essen ist dort sehr gut. Wer? Wer? Eigentlich. Eigentlich. Die Dame. Oh. So wer. Wer is who. And eigentlich is actually. Or really. And die Dame, the lady. Wer ist eigentlich die Dame dort? Wer ist eigentlich die Dame dort? Who is that woman there? Who's that lady over there? Wer ist eigentlich, who really is die Dame dort, that woman over there? Wer ist eigentlich die Dame dort? 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 Sie spricht. Sie spricht. She's talking. Gerade. Gerade. Mit. Gerade is just and mit is with. Der Ober. Der Ober, the waiter. Mit dem Ober. Mit dem Ober, with the waiter. Sie spricht gerade mit dem Ober. 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 She's just talking to the waiter. Sie spricht, she's talking, gerade just mit dem Ober, with the waiter. Das ist Fräulein Adams.
Das ist Fräulein Adams. Das ist Fräulein Adams. Das ist Fräulein Adams. Sie. Sie. Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Glauben. Glauben, to believe. Ich glaube. Ich glaube. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Gehen. Gehen. Ich gehe. Ich gehe. Gehen, to go. Ich gehe, I go. Oft. Oft, often. Ins Kino. Ins Kino, to the movies. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. I go with her often to the movies. Ich gehe, I go, ich gehe oft. I go often. Ich gehe oft mit ihr. I go often with her. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Oder Oder die Amerikanerin. die Amerikanerin. 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 Die Deutsche. Die Deutsche. Deutsche. Ist die Amerikanerin oder Deutsche? Ist sie Amerikanerin oder Deutsche? Is she American or German? Ist die Amerikanerin oder Deutsche? Ist sie Amerikanerin oder Deutsche? Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Deutsch. Deutsch. Englisch. Englisch. Sprechen Sie Deutsch oder Englisch mit ihr? 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 Können. Können. Sie kann. Sie kann. Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Sie kann sehr gut sprechen. Deutsch sprechen. Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Fahren. Fahren, to ride. Hin. To go in a vehicle. Hin, to that place. Heute. Heute. Wo fahren Sie heute hin? Wo fahren Sie heute hin? Oh, that's really vast and hard to understand. Wo fahren Sie heute hin? Wo fahren, where, to where are you going today, right? Wo fahren Sie, where you go, heute, today, hin, to which place, not around here, I guess. Wo fahren Sie heute hin? Wo fahren Sie heute hin? Wo fahren Sie? Where are you going? Heute, today. Where are you going today? Wo fahren Sie heute hin? Ich will. Ich will, I intend, I plan. Dann. Dann. Nach. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Ich will nach. I want to go to. Nach is to or toward. Ich will nach. I want to toward Schwabing fahren. Schwabing go. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. And then towards Tölz. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz.
Wen? Wen. That's the accusative form of whom. So that's like to whom, with whom, at whom, I guess. I mean, probably just to whom. I don't know. We'll find out later. Besuchen. 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 To visit. Wen wollen Sie denn dort besuchen? Wen wollen Sie denn dort besuchen? Wen wollen Sie? Whom, to whom you plan to visit. Then, who are you planning to visit dort, there? Who are you planning to visit there? Who are you going to visit there? Wen wollen Sie denn dort besuchen? 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 Die Eltern. Die Eltern. Von. Von, of. Herrn. Herrn. Die Eltern von Herrn Keller. 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 Sie kennen doch Herrn Keller, nicht wahr? 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 Arbeiten. Arbeiten, to work. Er arbeitet. Er arbeitet, he works. Er arbeitet. Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Arbeitet auch im Konsulat. I got the rhythm wrong, very wrong on it. Er arbeitet auch im Konsulat. Er arbeitet auch im Konsulat. Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Sogar. Sogar, even, as a matter of fact. Ja, ich kenne ihn sogar sehr gut. Ja, ich kenne ihn sogar sehr gut. Yeah, I know him in fact very well. Yes, as a matter of fact, I know him very well. Ja, ich kenne ihn, I know him sogar in fact sehr gut. Ja, ich kenne ihn sogar sehr gut. Ja, ich kenne ihn sogar sehr gut. Wohnen. Wohnen. Er wohnt. Er wohnt. Wohnen, live. Er wohnt. He lives. Jetzt. Jetzt. Ganz. Ganz. In meiner Nähe. In meiner Nähe. In my vicinity. Near me. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Er wohnt, he lives jetzt. Er wohnt jetzt, he lives now, ganz, quite in meiner Nähe, near me. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Ich fahre. Ich fahre. Ihm. Im, him, Mit. mit, with, Mit ihm. mit ihm. Nach Hause. Nach Hause. Towards the house. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Oh, nach Hause translates just as home. That's interesting because in English, you know, usually if you use the travel word like go, when you connect with a destination, you have to say, for example, go to the store or walk to the park, but not with the word home. It's just walk home or go home. Why am I reminded of that? I don't know. Oh gosh, I'm suddenly... Okay, let's just keep going. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Können Sie?
können Sie mir mir die Adresse die Adresse neu, seine neue Adresse seine neue Adresse geben? geben? Können Sie mir seine neue Adresse geben? Können Sie mir seine no, I have a real problem with that word. No Adresse geben? Können Sie mir seine neue Adresse geben? Können Sie mir seine neue Adresse geben? Gerne. Gerne. Gladly. Gerne. Gerne. Bei der Passkontrolle und beim Zoll. Bei der Passkontrolle und beim Zoll. Dürfen. Dürfen. To be allowed. Darf ich. Darf ich. May I? Der Pass. Der Pass. Ihren Pass. Ihren Pass. To Sehen. sehen. Your passport. See. Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich, may I, Ihren Pass sehen? Your passport see? May I see your passport? Darf ich Ihren Pass sehen? Hier, bitte. Here, bitte. Here you are. Hier, bitte. Hier, bitte. Heißen. Heißen. Sie heißen. Sie heißen. Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? What is your name? Wie heißen Sie? How do you call yourself? Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Bauer oder Brauer? Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Ich heiße. Ich heiße. Ich heiße Brauer. Ich heiße Brauer. Ich heiße Brauer. Ich heiße Brauer. Waren Sie? Waren Sie? Were you? Have you been? Schon. Schon. Already. Einmal. Einmal. Once. Deutschland. Deutschland. Germany. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal? What is schon? Already. Waren or before? Waren Sie schon? Were you already einmal? One time in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Were you once? Have you ever been to Germany before? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Noch. Noch. Noch nicht. Noch nicht. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. No, not yet. Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Where are you going? Wo fahren Sie? Where are you going? And to which place? Not here. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Frankfurt. Frankfurt. Nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Also. Also, which means well. Oh, that's confusing. Also means well. Müssen. Müssen. To have. Jetzt. Jetzt. Now. Der Zoll. Der Zoll. Zu. Zu. Zum Zoll. Zum Zoll. Also dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Also, dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Also, dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. So they're using must, but with no verb. Also, well then,
you now noch, I guess, is like still. Well, you still have to the customs. Well, then you still have to go to the customs. Yeah. So that noch, which was not yet before, is now still. Jetzt noch zum Zoll. Also, dann müssen Sie jetzt nach zum Zoll. Now you have to go through customs. You still have to go through customs. Also, da müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Also, dann müssen Sie jetzt nach zum Zoll. Zum Zoll. Zum Zoll. Wo ist denn der Zoll? Wo ist denn der Zoll? Where is the customs then? Wo ist denn der Zoll? Wo ist denn der Zoll? Wo ist denn der Zoll? Sehen. Sehen. Da drüben. Sehen Sie? 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 Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Komm. Komm Her. her. Wo kommen Sie her? Wo kommen Sie her? Where do you come from? Wo kommen, we're coming, Sie her. From that place. So, from what place do you come? Wo kommen Sie her? Wo kommen Sie her? Aus. Aus Amerika. Amerika. Ich komme aus Amerika. Ich komme aus Amerika. Ich komme aus Amerika. Ich komme aus Amerika. Verzollen. Verzollen, to declare. Zu verzollen. Zu verzollen. Haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie etwas zu verzollen? Do you have something to declare? Haben Sie etwas zu verzollen? Haben Sie etwas zu verzollen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das Gepäck. Das Gepäck. The baggage. Ihr Gepäck. Ihr Gepäck. Your bags. Your Zeigen. Zeigen. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck. 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 Bitte? 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 Wem? Wem, to whom? Gehören. 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 To belong. Er gehört. Er gehört. It belongs. Der Koffer. Der Koffer. The suitcase. Dieser Koffer. Dieser Koffer. This suitcase. Wem gehört dieser Koffer hier? Wem gehört dieser Koffer hier? To whom does this suitcase belong? Wem gehört dieser Koffer hier? Wem gehört dieser Koffer hier? Der. That one. Der gehört mir nicht. Der gehört mir nicht. That one doesn't belong to me. Der gehört mir nicht. Der gehört mir nicht. Nur Nur, only. diese zwei Koffer. Diese zwei Koffer. These two. Ich habe nur diese zwei Koffer. Ich habe nur diese zwei Koffer. I only have these two suitcases. I have nur, only, diese zwei Koffer. These two suitcases. Ich habe nur diese zwei Koffer. Ich habe nur diese zwei Koffer. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Alles. Alles, everything. Die Ordnung. Die Ordnung, in order. In Ordnung. In Ordnung, in order. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Everything's in order. Alles in Ordnung.
Alles in Ordnung. Die Reise, Die Reise, the trip. gute Reise, Gute Reise, good trip. gute Reise, Gute Reise, have a good trip. gute Reise. Gute Reise. Basic sentences for listening comprehension. In München. In München. Herr Becker trifft Herrn und Frau Ellen in München. Ellen sind Amerikaner, Herr Ellen ist Diplomat. Herr Becker trifft Herrn und Frau Allen in München. Allen sind Amerikaner. Herr Allen ist Diplomat. Guten Tag, Herr Becker, wie geht es Ihnen denn? Guten Tag, Herr Becker. Wie geht es Ihnen denn? Danke, gut. Danke, gut. Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Maria, du kennst doch Herrn Becker, nicht wahr? Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ja, natürlich. Wir haben Sie lange nicht gesehen, Herr Becker. Ich war 2 Monate in Bonn. Ich war 2 Monate in Bonn. Wie lange bleiben Sie hier in München? Wie lange bleiben Sie hier in München? Wahrscheinlich ein Jahr. Wahrscheinlich ein Jahr. Wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Wie gefällt es Ihnen in München, gnädige Frau? Es gefällt uns hier sehr gut. München ist eine schöne Stadt. Es gefällt uns hier sehr gut. München ist eine schöne Stadt. Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Ja, im Bayerischen Hof. Es ist dort sehr nett. Ja, im Bayerischen Hof. Es ist dort sehr nett. Was haben Sie denn jetzt vor? Was haben Sie denn jetzt vor? Wir wollen essen gehen. Wir wollen Sie essen gehen. Wollen Sie nicht mitkommen? Wollen Sie nicht mitkommen? Sehr gern. Wo essen Sie denn? Sehr gern. Wo essen Sie denn? Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? Kennen Sie das Restaurant in der Ludwigstraße? Das Essen ist dort sehr gut. Das Essen ist dort sehr gut. Wer ist eigentlich die Dame dort? Wer ist eigentlich die Dame dort? Sie spricht gerade mit dem Ober. Sie spricht gerade mit dem Ober. Das ist Fräulein Adams. Das ist Fräulein Adams. Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Ich gehe oft mit ihr ins Kino. Ist sie Amerikanerin oder Deutsche? Ist sie Amerikanerin oder Deutsche? Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Sprechen Sie Deutsch oder Englisch mit ihr? Sprechen Sie Deutsch oder Englisch mit ihr? Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Sie kann sehr gut Deutsch sprechen. Wo fahren Sie heute hin? Wo fahren Sie heute hin? Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Ich will nach Schwabing fahren und dann nach Tölz. Wen wollen Sie denn dort besuchen? Wen wollen Sie dann dort besuchen? Die Eltern von Herrn Keller. Die Eltern von Herrn Keller. Sie kennen doch Herrn Keller, nicht wahr? Sie kennen doch Herrn Keller, nicht wahr? Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Ja. Ich glaube, er arbeitet auch im Konsulat. Ich kenne ihn sogar sehr gut. Ja, ich kenne ihn sogar sehr gut. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Er wohnt jetzt ganz in meiner Nähe. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Können Sie mir seine neue Adresse geben? Gerne. Können Sie mir seine neue Adresse geben? Bei der Passkontrolle und beim Zoll. Bei der Passkontrolle und beim Zoll. Darf ich Ihren Pass sehen? Darf ich Ihren Pass Hier, bitte. Hier, bitte. Darf ich Ihren Pass sehen? Hier, bitte. Wie heißen Sie? Bauer oder Brauer? Wie heißen Sie, Bauer oder Brauer? Ich heiße Brauer. Ich heiße Brauer. Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Waren Sie schon einmal in Deutschland? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Nach Frankfurt. Nach Frankfurt. Also da müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Wo ist denn der Zoll? Da drüben, sehen Sie? Ja, danke. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Amerika. Haben Sie etwas zu verzollen? Ich glaube nicht.
Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck. Bitte. Wem gehört dieser Koffer hier? Er gehört mir nicht. Ich habe nur diese 2 Koffer. Danke sehr. Alles in Ordnung. Gute Reise. This is the end of Tape 1, German Unit 2. It was a pretty bad recording. Bad quality there. All right. So we're about to start tape 2 with the drills and exercises, etc. But before we do, I'm just going to take a little break. Okay, we're back, and now last time I made it to this point. I went halfway through the next tape, but I realized I just couldn't remember all the nouns that they were using, if they were feminine or neuter or masculine, and then I kept getting confused about which forms to use for the indefinite articles and the definite articles. I was so confused, but I did a little bit of practicing. So let's see if that paid off. Unit 2, Tape 2. Notes on pronunciation. In. All right, notes on pronunciation. They're comparing long and short vowels. En. In, en. In. En. In, en. Bieten. Bieten. Betten. Betten. Bieten. Bieten. Betten. Betten. Lied. Lied. Lit. Lit. Lied. Lied. Lit. Lit. Mieten. Meten. Mitten. Metten. Mieten. Mieten. Mitten. Metten.
Beet. beet, Bet. bet, Beet. beet, Bet. bet, Beten. beten, Betten. betten, Beten. beten, Betten. betten, Den. den, Den. den, Den. den, Den. den, Sehne. Sehne, Senne. Senne, Szene. Szene, Senne. Senne, Staat. Staat, Stadt. Stadt, Staat. Staat, Stadt. Stadt, Warte. Warte, Watte. Watte, Warte. Warte, Watte. Watte, Bahn. wann, Wann. wann, Bahn. wann, Wann. wann, Bahne. Bahne, Banne. Banne, Bahne. Banne, Banne. Banne, Bog. Bog, Bock. Bock, Bog. Bog, Bock. Bock, Wohne. Wohne, Wonne. Wonne, Wohne. Wohne, Wonne. Wonne, Lote. Lote, Lotte. Lotte, Lote. Lote, Lotte. Lotte, Ofen. Offen, Offen. offen, Ofen. offen, Offen. offen, Mus. Mus, Muss. Muss, Mus. Mus, Muss. Muss, Pute. Pute, Putte. Putte, Pute. Pute, Putte. Putte, Bucht. Bucht, Bucht. Bucht, Bucht. Bucht, Bucht. Bucht, Mumme. Mumme, Mumme. Mumme, Mumme. Mumme, Mumme. Mumme, König. König, Können. können, König. König, Können. können, Höhle. Höhle, Hölle. Hölle, Höhle. Höhle, Hölle. Hölle, Böge. Bürger, Böcke. Böcke, Böge. Bürger, Böcke. Böcke, Goethe. Goethe, Götter. Goethe, Goethe. Goethe, Götter. Götter, Hüte. Hütte. Hütte, Hütte, Hüte. Hütte, Hütte. Hütte, Fühle. Fülle. Fühle. Fülle. Fülle, Müde. Müder, Mütter. Mütter, Müde. Müder, Mütter. Mütter, Lüge. Lüge, Lücke. Lücke, Lüge. Lüge, Lücke. Lücke, Mein. Mein. mein, Wein. Wein, Wein. Wein, Nein. nine. It says ask your instructor to say vine and then say English wine. Notice that the duration of the German vowel combination is considerably shorter than the English one. Nein. Nine, Leider. leider. So maybe in English we would say nine, but it's nine. And instead of leider, it's leider, Leider. leider. Haus. Haus, Haus. Haus, Maus. Maus, Maus. Maus, Auch. auch, Auch. auch, Glaube. Glaube, Glaube. Glaube, Neu. neu, Neu. neu, Neun. neun, Neun. neun, Deutsch. Deutsch, Deutsch. Deutsch, Leute. Leute, Leute. Leute. Now it says the post-vocalic R in German has a vowel-like sound. It does not sound like the English R. Listen carefully to the following pairs of words and imitate them to the satisfaction of your instructor. So this is the R, like the ending, the R ending. So we're comparing words that end with a vowel sound
and then compare them with words that end with an R sound. Diese. Disa. Dieser. Disa. It sounds like Diese. Disa. Dieser. Disa. 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 Eine. 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 Liebe. Lieber. 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 Sounds like you push harder on the final vowel sound if it ends with an R. That seems to be the difference. Liebe. Lieber. 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 Yeah. Oder. 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 Yeah, you really push harder on the consonant sound before an R ending. Oder. 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 Miete. Meter. 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 Miete. Meter. 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 Alte. Alter. 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 Alte. Alter. 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 Bitte. Bitter. Bitte. Bitter. Bitte. Bitter. Bitte. Bitter. Welche. Welche. Welcher. Welcher. Welche. Welche. Welcher. Welcher. Älter. Älter. Eltern. Eltern. Älter. Älter. Eltern. Eltern. Vetter. Vetter. Vettern. Vettern. Vetter. Vetter. Vettern. Vettern. Kinder. Kinder. Kindern. Hintern. Kinder. Kinder. Kindern. Hintern. Gästen. Gästen. Gestern. Gestern. Gästen. Gessen. Gestern. Gestern. Locken. Lochen. Lockern. Lockern. Locken. Locken. Lockern. Lockern. Fetten. Fetten. Fettern. Fettern. So it also seems to be the case that if it's in the middle of a word, you give more emphasis to the consonant that comes before it if there is an R. But if there's no R, then you don't really, you practically ignore the consonants before it. Fetten. That's what I think. That's what it looks like to me. Fettern. Fettern. Hier. All right, now it says, note that the syllable with the post-vocalic R is in... Note that the syllable with the post-vocalic R is, in every case, slightly longer than the syllable without it. If you watch your instructor's lips carefully, you may also see that they are slightly farther apart. His mouth is slightly more open on this syllable. Now practice the following groups. First, the long vowels, and then the pairs of long and short vowels with the post-vocalic R, and finally vowels followed by R and a consonant. So let's see. Hier. Here. Bier. 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 Wir. Wer. Wir. Wer. Sehr. Der. Sehr. Der. Mehr. 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 Her. 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 Uhr. 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 Fuhr. Uhr. Fuhr. Uhr. Nur. 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 Ohr. 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 Tor. 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 Moor. More. Moor. More. Her. So this is double R ending versus single R ending, or single starts with a single R. Single R ending versus double R ending. Her. 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 Wir. Wer. Wir. Wer. Wir. Wer. Wir. Wer. Wer. Star. 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 Mark.
Mark, 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 Park, 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 Darf, 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 Hart, Heart, Hart, Heart, Dort, Dot, Dort, Dot, Dorf, 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 Wort, 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 Kork, Cork, Kork, Cork, Herrn, 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 gern, Gown, gern, Gown, Herb, Help, Herb, Help, Kerl, Cow, Kerl, Cow, Furt, Foot, Furt, Foot, Durst, Dust, Durst, Dust, Wurm, Worm, Wurm, Worm, Kurve, 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 Wert, Bert, Wert, Bert, Fürst, Best, Fürst, Best, Schirm, Scherm, Schirm, Scherm, Birne, 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 Birne. The pre-vocalic R differs from the post-vocalic R. Most speakers of German make the pre-vocalic R with a slight friction between the back of the tongue and the soft palate. The region back of the mouth near the uvula. This sound is very similar to the final sound in noch or nach. Practice the following groups. Noch, 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 doch, 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 nach, 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 auch, 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 lachen, 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 pochen, 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 tauchen, 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 Dachau, 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 Bochum, 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 Buchholz, 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 Frau, 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 Frau. Now try making the sound right after the initial consonants in the following group. So it's a very similar sound. Frau, Frau, Frau. Fragen, 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 Fragen. froh, 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 froh. Trost, 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 Trost. Traute, 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 Traute. Treffen, 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 Treffen. Prost, 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 Prost. Prall, 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 Prall. Preis, 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 Preis. Krone, 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 Krone. Kragen, 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 Kragen. krumm, 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 krumm. You may find it necessary at first to whisper an extra syllable at the beginning of the words and pronounce, for example, fochau, tochost. So fochau. If you pretend there's a syllable there, a vowel sound, fochau, frau, frau, trost, tochost, trost, pochal, pral, pochau, pral, cochone, cochne, crone, crone. Don't hesitate to try this if necessary. Pronouns, forms, and functions. In the following English sentences, the pronouns are underlined. Note their forms. I know him. He knows me. Do you know her? She knows you. Most English pronouns have two different forms. I, me, he, him, she, her, etc. Some, like the pronouns you and it, have only one form, however.
Note the forms of the German pronouns in the following sentences. Verstehen Sie mich? Do you understand me? Ja, ich verstehe Sie gut. Yes, I understand you well. Wie geht es Ihnen? How goes it with regard to you? How are you? Spricht Englisch mit mir. Spricht Englisch mit mir. He speaks English with me. Some German pronouns have two different forms, like Sie and Ihnen, above. Many German pronouns, however, have three different forms, like Ich, mich, and mir, above. The following table gives the forms of the most common German pronouns. I, ich, we, wir, he, it, es, she, sie, they, sie, you, sie, who, wer, what, was. Then you have the accusative and dative form. So the accusative form is the direct object, right? No, wait, or is it the dative? Let's see. So the accusative is the direct object, and the dative form is the indirect object. So accusative form, mich, that's me, and then you have mia, which is to me, and then you have uns, which is us, and uns, which is to us, and ihn, which is him, and ihm, which is to him. Es is it, and im is to it. Sie is her, and ihr is to her. Sie is them, and ihnen is to them. Sie is you, and ihnen is to you. Wenn is whom, and wem is to whom. And was doesn't have a dative form. The English forms at the top of the table correspond to the set of German forms above the line. Those at the bottom of the table correspond to two sets of German forms below the line. The pronouns wer and was are used only in questions. The pronouns for familiar address, du and ihr, will be taken up later. Functions. The nominative form in German, as in English, the basic sentence structure is an actor-action pattern, somebody doing something. The actor is called the subject of the sentence, and in German, a pronoun designating the actor always has the nominative form. Ich verstehe sehr gut. I understand you very well. Wohnt ganz in meiner Nähe. Wohnt ganz in meiner Nähe. He lives quite near me. Wir wollen gerade essen gehen. Wir wollen gerade essen gehen. We're just planning to go and eat. The accusative form, in many sentences in both English and German, there's another element, the goal or object of the action. The person or thing toward which the action is aimed. In German, a pronoun designating the object of an action is usually the accusative form. Ich kenne ihn sehr gut. I know him very well. Ich verstehe Sie mich. Do you understand me? Well, verstehen Sie mich? Wir treffen Sie dort. Wir treffen Sie dort. We're meeting them or her there. The dative form, the third form of the German pronoun, is used to designate an interested bystander, a person to whom or for whom or with regard to whom the action of the sentence is being performed. In some cases, this is referred to as the indirect object. Können Sie mir seine Adresse geben? Können Sie mir seine Adresse geben? So can you to me his address give? So the real object is address, the direct object is address, and the secondary object is to me. Können Sie mir seine Adresse geben? Sie müssen ihm Ihren Pass zeigen. Sie müssen ihm Ihren Pass zeigen. You have to show him your passport. So show passport, the direct object is passport, and to him is like extra information.
Wie geht es Ihnen? How goes it with you? Ihnen, with you. Wie geht es? How goes it with you? Gefällt es Ihnen in München? Gefällt es Ihnen, you like it? Gefällt es Ihnen in München? Do you like it in München? In Munich? Der Koffer gehört mir nicht. Der Koffer gehört mir nicht. The suitcase doesn't belong to me. Another use of the dative form is illustrated by the following sentences you've learned. Sprechen Sie English mit ihr? Do you speak English with her? Ich fahre oft mit ihm nach Hause. I often go with him to home. The dative forms ihr and im are used here because they follow the word mit, and that's all there is to it. Any pronoun that follows mit has a dative form, always and without fail. This has nothing to do with the interested bystander usage. It's something entirely different. The principle of substitution. Languages like automobiles are made up of replaceable parts, but the part you substitute must fit the frame into which it is put. For example, in the frame kennt mich, he knows me, the accusative form mich may be replaced only by other accusative forms, that is, forms from the same horizontal line in the table of pronoun forms as mich. The line labeled accusative forms, kennt mich, he knows me, kennt uns, kennt ihn, kennt es, kennt sie, kennt wann. Similarly, dative forms must be replaced by other dative forms and nominative forms by other nominative forms. Ich gehe oft ins Kino. Mit ihr, mit ihm, mit ihnen. Kennen Sie Herrn Becker? Kennen wir why are they showing the subject here? I don't know. Okay, verb forms and functions, the present. In German and in English, when you substitute one nominative form for another, that is, change the subject in the sentence, you sometimes have to change the form of the verb as well. The subject and the verb have to fit together. Note the following English forms. I, you, we, they. Sing. Do. He, she, it sings, does. All but very few German verbs have the following forms. Ich ends with an E. Ich komme, ich gebe, ist, sie, kommt, with a T at the end, gibt. Wir, sie kommen, geben, with an end. Note that German verbs have a special form with the pronoun ich. Otherwise, the pronouns and verbs are grouped as they are in English. Est, sie occur with one verb form, just as he, she, and it, and wir, sie with another verb form, just as we, they, you. Notice that the vowel in the stem geben appears as I in the ihr form, ihr gibt. This is something like the English says or does versus say or do. Oh, yeah, the sound changes. He says, we say. Except that in German, the vowel change is shown even more clearly in the writing system. There are several verbs in German that have this kind of irregular er form, but unfortunately, there's no simple way of determining which verbs they are. They're not very numerous, however, and we'll point them out to you as we encounter them. Two German verbs you have encountered show a very slight modification in er forms. They are arbeiten and kosten. Ihr esst, sie arbeitet, connecting the vowel E and T. After A,
After a T or a D, a connecting vowel E occurs before the ending, so that the ending is heard distinctly. We have 4 verbs so far that exhibit the following pattern: to be able to be allowed to, have to, and want to. So, ich, es, sie, kann, darf, muss, will. There's no ending. It's always the same. And wir, sie, and sie können, dürfen, müssen, and wollen. There are 3 more verbs with the same pattern, making a total of 7 in all. Notice that the English equivalents of the verbs listed above have no S ending in the he form. He can, may, must, he will. The following forms of haben, sein, to be, möchte, would like, complete the inventory. Ich habe, ich bin, ich möchte, es, sie, hat, ist, möchte. Wir, sie haben, sind, möchten. The patterns of the first 2 of these verbs are unique and are found in no other German verbs. The forms möchte and möchten are special forms which we will deal with somewhat later. Here's a table of the verb forms. Ich komme, treffe, kann. Okay, it's too confusing to try to explain that chart so that you could understand it just by listening. All the verbs in German follow a pattern A or pattern B except the 9 indicated in the table, and 1 more that's still to come. Functions. English uses the verb form with the ending ing very freely. He's singing, we're waiting, it's raining. German has no corresponding form and uses the simple form for the verb for such expressions. He gives, gibt. He's giving, gibt. He does give, gibt. Is he giving? Gibt er. Does he give? Gibt er. For commands, German uses the verb form with the ending n, followed by the pronoun sie. The German form is like the biblical English. Go ye into all the world and preach the gospel. Bitte sprechen Sie langsam. Please speak slowly. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck. Zeigen Sie mir bitte Ihr Gepäck. Show me your luggage, please. 2 verb forms can be used together in German or in English as a verb phrase. Although German doesn't have verb phrases like is going or does believe, it has others as follows. Ich möchte gern Wasser haben. So that's I'd like much to have water. Können Sie mich gut verstehen? Können Sie mich gut verstehen? Can you me understand well? Or can you me well understand? Können Sie mich gut verstehen? Darf ich Ihren Passport sehen? May I see your passport? Sie müssen zum Zoll gehen. You must to the customs go. The second part of the German verb phrase comes at the end of the sentence, and it's called the infinitive. It is in the form with the ending n, but it never has a subject and is unaffected by any change of subject. Ich kann gehen, wir können gehen. There's only 1 irregular infinitive in German, sein, to be. The infinitive of every other verb is the same as the wir form. List of verbs in units 1 and 2. So we won't go through all of that. Unless, are they saying it? I don't know what. Substitution drill. No. Number 1. We're going to substitution drills. Okay, we're at the substitution drill now. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich verstehe Sie sehr gut. Er. Ich verstehe er sehr gut. Er versteht Sie sehr gut. Er versteht. Sie Singular. Oh no.
Ich verstehe Sie sehr gut. Er verstehe Sie sehr gut. Sie Singular. Oh. Sie versteht Sie versteht sie sehr gut. Sie versteht Wir. sehr gut. Erst Wir verstehen sie sehr gut. wir verstehen Sie sehr gut. Sie, Plural. Sie verstehen Sie sehr gut. Sie verstehen sie sehr gut. Sie verstehen. Frau Kunze. Frau Kunze versteht Sie sehr gut. Frau Kunze versteht sie sehr gut. Fräulein Schneider und ich. Fräulein Schneider und ich verstehen Sie sehr gut. Fräulein Schneider und ich verstehen sie sehr gut. Fräulein Schneider und 2. Sie trifft ihn in Frankfurt. sie trifft ihr in Frankfurt. Sie, Singular. Sie trifft sie. Sie trifft sie in Frankfurt. Sie trifft sie Mich. in Frankfurt. Sie trifft mich in Frankfurt. Sie trifft mich in Frankfurt. Sie trifft mich. Uns. Sie trifft uns in Frankfurt. Sie trifft uns in Frankfurt. Sie, Plural. Sie trifft sie in Frankfurt. Sie trifft sie in Frankfurt. Sie trifft. Herrn und Frau Becker. Sie trifft Herr und Frau Becker in Frankfurt. Sie trifft Herrn und Frau Becker in Frankfurt. Sie trifft Herr und Frau Becker in Frankfurt. 3. Können Sie mir seine Adresse geben? Können Sie mir seine Adresse geben? Ihm. Können Sie mir seine Adresse geben? Können Sie ihm seine Adresse geben? Können Sie ihm seine Adresse geben? Können Sie ihm seine Adresse Ihr. geben? Können Sie er seine Adresse geben? Können Sie ihr seine Adresse geben? Können Sie Uns. seine Adresse geben? Können Sie uns seine Adresse geben? Können Sie uns seine Adresse geben? Können Sie uns seine Adresse geben? Ihn. Können Sie ihnen seine Adresse geben? Können Sie ihnen seine Adresse geben? Können Sie ihnen seine Adresse geben? Herrn Becker. Können Sie Herrn Becker seine Adresse geben? Können Sie Herrn Becker seine Adresse geben? Können Sie Frau Herrn Erl. seine Adresse geben? Können Sie Frau Allen seine Adresse geben? Können Sie Frau Allen seine Adresse geben? Können Sie Frau Allen seine Adresse geben? Adresse? Können Sie Frau Allen seine Adresse geben? 4. Er kommt aus Amerika. Er kommt aus Amerika. Sie, Plural. Sie kommen aus Amerika. Sie kommen aus Amerika. Sie kommen Herr Becker. Herr Becker kommt aus Amerika. Herr Becker kommt aus Amerika. Herr Becker kommt aus Amerika. Wir. Wir kommen aus Amerika. Wir kommen aus Amerika. Wir kommen aus. Sie, Singular. Sie kommt aus Amerika. Sie kommt aus Amerika. Sie kommt aus Ich. Amerika. Ich komme aus Amerika. Ich komme aus Amerika. Ich komme aus Amerika. 5. Ich habe nur diese 2 Koffer. Ich habe nur diese 2 Koffer. Er. Ihr habt nur diese 2 Koffer. Ihr habt nur diese 2 Koffer. Er hat nur diese 2 Koffer. Ihr habt nur diese 2 Koffer. Frau Kunze. Frau Kunze habt nur diese 2 Koffer. Frau Kunze hat nur diese 2 Koffer. Frau Kunze habt nur diese 2 Koffer. Sie, Plural. Sie haben nur diese 2 Koffer. Sie haben nur diese 2 Koffer. Sie haben nur diese 2 Koffer. Wir. Wir haben nur diese 2 Koffer.
Wir haben nur diese 2 Koffer. Wir haben nur dieses 2 Koffer. Sie, Singular. Sie habt nur diese 2 Koffer. Sie hat nur diese 2 Koffer. Sie haben Herr und Frau Becker. 2 Koffer. Herr und Frau Becker haben nur diese 2 Koffer. Herr und Frau Becker haben nur diese 2 Koffer. Herr und Frau Becker haben nur diese 2 Koffer. 6. Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Sie, Plural. Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Sie, Singular. Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie sie nicht? Kennen Sie, Er. kennen Sie er nicht? Kennen Sie er nicht? Kennt er sie nicht? Kennt er? Why? Kennen Sie? Oh, it's a question. I was thinking this is the object. It's not the object, it's the subject. Okay, kennt er sie nicht? Wir. Kennen wir sie nicht? Kennen Sie wer nicht? Kennen wir sie nicht? Kennen wir sie nicht? Ich. Kenne ich sie nicht? Kenne ich sie nicht? Kenne ich sie nicht? Herr und Frau Becker. Kennen Herr und Frau Becker sie nicht? Kennen Herr und Frau Becker sie nicht? Kennen Herr und Frau Becker sie nicht? Fräulein Schneider. Kennt kennt Fräulein Schneider sie nicht? 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 7. Ich kann ihn nicht gut verstehen. Ich kann ihn nicht gut verstehen. Ich kann ihn nicht gut verstehen. Sie, Singular. Ich kann sie nicht gut verstehen. Ich kann sie nicht gut verstehen. Herrn Erlen. Ich kann sie nicht gut verstehen. Ich kann Herrn Allen 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 nicht gut verstehen. Sie. Ich kann sie nicht gut verstehen. Ich kann sie nicht gut verstehen. Ich kann sie nicht gut verstehen. Fräulein Schneider. Ich kann Fräulein Schneider nicht gut verstehen. Ich kann Fräulein Schneider nicht gut verstehen. Ich Sie, Plural. kann Schneider nicht gut verstehen. Plural. Ich kann sie nicht gut verstehen. 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 8. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Ihr. Wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Wie geht es ihr? Ihm. Wie geht es ihm? Wie geht es ihm? Wie geht es ihm? Ihnen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Herrn Becker. Wie geht es Herrn Becker? Wie geht es Herrn Becker? Wie geht es Herrn Becker? 9. Wie lange bleiben Sie hier in München? Wie lange bleiben Sie hier in München? Wie lange bleiben hier in Er. Wie lange bleibt hier in München? Wie lange bleibt er hier in München? Wie lange bleibt er hier in München? Bleibt er? Sie, Singular. Wie lange bleibt sie hier in München? Wie lange bleibt sie hier in München?
Wie Wir. Sie hier in München? Wie lange bleiben wir in München? Wie lange bleiben hier in München? Wie lange bleiben wir hier in München? Wie lange bleiben wir hier in München? Sie, Plural. Wie lange bleiben Sie hier in München? München. Wie lange bleiben Sie hier in München? Wie lange bleiben Sie hier in München? Herr Becker. Wie lange bleibt Herr Becker in München? Wie lange bleibt Herr Becker hier in München? Wie lange bleibt Herr Becker hier in München? Frau Kunze. Wie lange bleibt Frau Kunze hier in München? Wie lange bleibt Frau Kunze hier in München? Wie lange bleibt Frau Kunze hier in München? 10. Wohnt Frau Becker in der Nähe vom Konsulat? Wohnt Frau Becker in der Nähe vom Konsulat? Wohnt Frau Becker in der Nähe vom Konsulat? Herr und Frau Allen. Wohnen Herr und Frau Allen in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Herr und Frau Allen in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Herr und Frau Allen in der Nähe vom Konsulat? Ich. Wohne ich in der Nähe vom Konsulat? Wohne ich in der Nähe vom Konsulat? Wohne ich in der Nähe vom Konsulat? Er. Wohnte er in der Nähe vom Konsulat? Wohnt er in der Nähe vom Konsulat? Wohnt er in Sie, Plural. Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in Wir. Konsulat? Wohnen wir in der Nähe vom Konsulat? Wohnen wir in der Nähe vom Konsulat? Wohnen wir in, Sie, Singular. Wohnt sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnt sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe? What? 11. Herr und Frau Allen treffen ihn im Konsulat. Herr und Frau Allen treffen im Konsulat. Sie, Singular. Sie trefften im Konsulat. Sie trefften im Konsulat. Sie trefften im Konsulat. Sie trifft ihn im Konsulat. Sie trefft ihn im Konsulat. Sie, Plural. Sie treffen ihn im Konsulat. 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 Herr Becker und ich. Herr Becker und ich treffen ihn im Konsulat. Treffen ihn im Konsulat. Herr Becker und ich treffen ihn im Konsulat. Herr Becker und Frau Allen treffen ihn im Konsulat. Sie. Sie, what? Sie singular. Sie wait, no. Where is it? Im Konsulat. Sie. Oh. Sie trefft ihn im Konsulat. Sie treffen ihn im Konsulat. Sie treffen ihn im Konsulat. Er. Er trifft ihn im Konsulat. Er trifft ihn im Konsulat. Er trifft ihn im Konsulat. Ich. Ich treffe ihn im Konsulat. Im Konsulat. Ich treffe ihn im Konsulat. Ich treffe ihn im Konsulat. Wir. Wir treffen ihn im Konsulat. Wir treffen ihn im Konsulat.
Wir treffen ihn im Konsulat. 12. Kennen Sie Herrn Keller? Kennen Sie Herrn Keller? Ihn. Kennen Sie Herrn Keller? Kennen Sie ihn? Kennen Sie ihn? Kennen Sie Frau ihn? Kunze. Kennen Sie Frau Kunze? Kennen Sie Frau Kunze? Kennen Sie, Sie, Singular. kennen Sie sie? Kennen Sie sie? Mich. Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Fräulein Schneider. Kennen Sie Fräulein Schneider? Kennen Sie Fräulein Schneider? Herrn und Frau Erlen. Kennen Sie Herrn und Frau Allen? Kennen Sie Herrn und Frau Erlen? Kennen Sie, Sie, Plural. kennen Sie sie? Kennen Sie sie? Kennen Sie sie? Uns. Kennen Sie uns? Kennen Sie uns? Kennen Sie uns? 13. Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Er. Was möchten er essen? Was möchte er essen? Was möchten Sie, Plural. Was möchten Sie essen? Was möchten Sie essen? Was möchten Sie, Singular. Was möchte sie essen? Was möchte sie essen? Herr und Frau Erlen. Was möchte Herrn und Frau Allen? Was möchten Herr und Frau Allen essen? Was möchten Herr und Frau Erlen essen? Was möchten Herr und Frau Allen essen? 14. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Ich fahre oft mit ihm nach Hause. Ihr. Ich fahre oft mit ihr nach Ich fahre oft mit ihr nach Hause. Ich fahre oft mit ihr nach Hause. Ihnen. Ja, nach Hause. Ich fahre oft mit ihnen nach Hause. Ich fahre oft mit ihnen nach Hause. Ich fahre oft mit ihnen nach Hause. Herrn Becker. Ich fahre oft mit Herrn Becker nach Hause. Ich fahre oft mit Herrn Becker nach Hause. Ich fahre oft mit Herrn Becker nach Hause. Fräulein Schneider. Ich fahre oft mit Fräulein Schneider nach Hause. Ich fahre oft mit Fräulein Schneider nach Hause. Ich fahre Herrn oft und Frau Becker. mit Fräulein Schneider nach Hause. Ich fahre oft mit Herrn und Frau Schneider. Ich fahre oft mit Herrn und Frau Becker nach Hause. Ich fahre oft mit Herrn und Frau Becker nach Hause. Ich fahre oft mit Herrn und Frau Becker nach Hause. 15. Wo essen Sie heute? Wo essen Sie heute? Er. Wo ist er heute? Wo ist er heute? Wo ist? Ist it ist? Herr und Frau Erlen. Wo essen Herr und Frau Allen heute? Wo essen Herr und Frau Erlen heute? Wo essen Sie, Singular. Wo ist sie heute? Wo ist sie heute? Wo ist Wir. Wo essen wir heute? Wo essen wir heute? Wo essen Fräulein wir heute? Schneider. Wo ist Fräulein Schneider heute? Wo ist Fräulein Schneider heute? Wo ist Sie, Plural. Schneider heute? Wo essen Sie heute? Wo essen Sie heute? Wo essen Sie heute? 16. Es gefällt uns hier sehr gut. Es gefällt uns hier sehr gut. Ihr. Okay, I have to take a little break. I will be right back.
Okay. Let's see. We're back. Let's keep going. We're getting close to the end. We've got about a tape and a half left. Gut. Ihm. Es gefällt ihm hier sehr gut. Mir. Es gefällt mir hier sehr gut. Es gefällt mir hier sehr gut. Es gefällt mir hier sehr gut. Ihn. Es gefällt Ihnen hier sehr gut. 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 Frau Keller. Es gefällt Frau Keller hier sehr gut. Es gefällt Frau Keller hier sehr gut. Es gefällt Frau Keller hier sehr gut. 17. Dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Er. Dann muss er? Let's see. Muss er jetzt noch zum Zoll? Dann muss er jetzt noch zum Zoll. Frau Becker und ich. Dann müssen Frau Becker und ich jetzt noch zum Zoll. Wow, it's so hard to say. Dann müssen Frau Becker und ich jetzt noch zum Zoll. Dann müssen Frau Becker, dann müssen Frau Becker und ich jetzt noch zum Zoll. Sie. Singular. Dann muss sie jetzt noch zum Zoll. Dann muss sie jetzt noch zum Zoll. Dann muss sie, it's just muss sie, Sie. Plural. dann müssen sie jetzt noch zum Zoll. Dann müssen Sie jetzt noch zum Zoll. Wir. Dann muss er jetzt, dann muss jetzt, ja, dann muss, oh gosh, Dann müssen wir jetzt noch zum Zoll. oh wir, is it? Zum Zoll. Fräulein Schneider. Dann muss Fräulein Schneider jetzt noch zum Zoll. Dann muss Fräulein Schneider jetzt noch zum Zoll. Dann muss Fräulein Schneider jetzt noch zum Zoll. 18. Sie kann aber auch gut Deutsch sprechen. Sie kann aber auch gut Deutsch sprechen. Herr Keller. Herr Keller aber auch gut Deutsch sprechen. Herr Keller kann aber auch gut Deutsch sprechen. Herr Keller kann aber auch gut Deutsch sprechen. Sie. Plural. Sie können auch gut Deutsch sprechen. Sie können aber auch gut Deutsch sprechen. Sie können aber auch gut Deutsch sprechen. Er. Er kann aber auch gut Deutsch sprechen. Er kann aber auch gut Deutsch sprechen. Er kann aber auch gut Deutsch sprechen. Wir. Wir können aber auch gut Deutsch sprechen. Wir können aber auch gut Deutsch sprechen. Wir können aber auch gut Deutsch sprechen. Ich. Ich kann aber auch gut Deutsch sprechen. Ich kann aber auch gut Deutsch sprechen. Ich kann aber auch
gut Deutsch sprechen. Fräulein Keller. Fräulein Keller kann aber auch gut Deutsch sprechen. Fräulein Keller kann aber auch gut Deutsch sprechen. Fräulein Keller aber auch gut Deutsch sprechen. 19. Darf ich mitkommen? Darf ich mitkommen? May I come with? Darf ich mitkommen? Wir. Is that dürfen? Dürfen wir mitkommen? 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 Herr Becker. Dürfen wir mitkommen? Darf Herr Becker mitkommen? Darf Herr Becker mitkommen? Darf Herr Becker mitkommen? Sie. Singular. Darf sie mitkommen? Darf sie mitkommen? Darf sie mitkommen? Sie. Plural. Dürfen sie mitkommen? Dürfen sie mitkommen? Dürfen sie mitkommen? Dürfen sie mitkommen? Er. Darf er mitkommen? Darf er mitkommen? Darf er mitkommen? Darf er mitkommen? 20. Er arbeitet auch im Konsulat. 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 Wir. Wir arbeiten auch im Konsulat. 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 Sie. Plural. Sie arbeiten auch im Konsulat. Sie arbeiten auch im Konsulat. Sie arbeiten auch im Konsulat. Sie. Singular. Im Konsulat. Sie arbeitet auch im Konsulat. Fräulein Schneider und ich. Fräulein Schneider und ich arbeiten auch im Konsulat. Fräulein Schneider und ich arbeiten auch im Konsulat. Auch im Konsulat. 21. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Er. Wo fahrt ihr hin? Wo fährt er hin? Fährt. Herr Erlen und Herr Becker. Wo fahren Herr Allen und Herr Becker? Wo fahren Herr Allen und Herr Becker? Wo fahren Herr Allen und Herr Becker hin? Wo fahren Herr Allen und Herr Becker hin? Wo fahren Herr Allen und der Bäcker hin? Wo fahren Herr Becker und Herr Allen hin? Sie. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie? Sie. Singular. Wo fährt sie hin? Wo fährt sie hin? Wer? Wo fährt sie hin? Wo fährt sie? Sie. Plural. Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo fahren Sie hin? Wo Frau fahren? Erlen. Wo fährt Herr Allen hin? Wo fährt Frau Allen hin? Der. Wo fährt Herr Allen hin? 22. Wir wollen gerade essen gehen. Wir wollen gerade essen gehen. We want, is that gerade? Is that like, was that gladly or something like that? I don't remember now. Wir wollen gerade essen gehen. Herr Becker und ich. Herr Becker und ich
wollen gerade essen gehen. Herr Becker und ich wollen gerade essen gehen. Herr Becker und ich wollen gerade essen gehen. Er. Er wolle gerade essen gehen. Er will gerade essen gehen. Er will. Oh Gott. Er will gerade essen gehen. Sie, Plural. I'm doing better than last time, but I'm still doing badly. Sie wollen gerade essen gehen. Sie wollen gerade essen gehen. Sie wollen gerade essen gehen. Frau Keller. Frau Keller will gerade essen gehen. Frau Keller will gerade essen gehen. Sie, Frau Keller will gerade essen gehen. Singular. Sie will gerade essen gehen. Sie will gerade essen gehen. Sie will gerade essen gehen. Ich. Ich will gerade essen gehen. 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 23. Wo ist der Flughafen? Wo ist der Flughafen? A. Bahnhof. Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Wo ist Wein. der Bahnhof? Wo ist die Wein? Der Wein. Der Wein. Wo ist der Wein? Kaffee. Wo ist der Kaffee? Wo ist der Kaffee? Tee. Wo ist der Tee? Wo ist der Tee? Amerikaner. Wo ist der Amerikaner? Wo ist der Amerikaner? Diplomat. Wo ist der Diplomat? Wo ist der Diplomat? Ober. Wo ist der Ober? Wo ist der Ober? Pass. Wo ist der Pass? Wo ist der Pass? Wo ist Beamte. Wo ist der Beamte? Wo ist der Beamte? Koffer. Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Zoll. Wo ist der Zoll? Wo ist der Zoll? B. Restaurant. Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? Wo ist das Café. Wo ist das Café? Wo ist das Café? Wo ist das Konsulat. Wo ist das Konsulat? Wo ist das Konsulat? Kino. Wo ist das Kino? Wo ist das Kino? Gepäck. Wo ist das Gepäck? Wo ist das Gepäck? Bier. Wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Essen. Wo ist das Essen? Wo ist das Essen? Hotel. Wo ist das Hotel? Wo ist das Hotel? C. Stadt. Wo ist die Stadt? Wo ist die Stadt? Bank. Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Wo ist die Adresse. Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Dame. Wo ist die Dame? Wo ist die Dame? Amerikanerin. Wo ist die Amerikanerin? Wo ist die Amerikanerin? Deutsche. Wo ist die Deutsche? Wo ist die Deutsche? Milch. Wo ist die Milch? Wo ist die Milch? Botschaft. Wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft? Wo ist die Botschaft? D. Streichhölzer. Wo ist die Wo sind die Streichhölzer? Wo sind die Zigarren. Wo sind die Zigarren? Wo sind die Zigarren? Wo sind die Kartoffeln. Wo sind die Kartoffeln? Wo sind die Kartoffeln? Eltern. Wo sind die Eltern? Wo sind die Eltern? E. Beamte. Beamte. Wo ist der Beamte? Wo ist der Beamte? What is a Beamte? Now I don't ever remember seeing that here on any of the exercises. I just want to see what that is. German to English. Beamter. Beamter. Officer.
Wo ist der Beamte? Dame, Wo ist die Dame? Wo ist die Dame? Konsulat, Wo ist das Konsulat? Wo ist das Konsulat? Tee, Wo ist der Tee? Wo ist der Tee? Kino, Wo ist das Kino? Wo ist das Kino? Eltern, Wo ist die Eltern? Wo sind die Eltern? Wo sind die Eltern? Milch, Wo ist die Milch? Wo ist die Milch? Wo ist die Milch? Pass, Wo ist der Pass? Wo ist der Pass? Restaurant, Wo ist das Restaurant? Wo ist das Restaurant? Bier, Wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Amerikanerin, Wo ist Amerikanerin? Wo sind what is the answer? Sind die I wanted to say die Amerikanerin, but I don't know why. Why is it die? Wo sind die Amerikanerin? Wo ist die Amerikanerin? Kaffee, Oh, so maybe that's singular. I thought it was plural for some reason. Wo ist das Café? Wo ist das Café? Koffer, Wo ist der Koffer? Wo ist der Koffer? Streichhölzer, Wo sind die Streichhölzer? Wo sind die Streichhölzer? Wo sind die Streichhölzer? Bank, Wo ist die Bank? Wo ist die Bank? Diplomat, Wo ist der Diplomat? Wo ist der Diplomat? Ober, Wo ist die Ober? Wo ist der Ober? Ober. What is Ober? Upper. Does that mean the upstairs? Gepäck, Wo Gepäck? What is Gepäck? Das Gepäck. Wo ist das Wo Gepäck? ist das Gepäck? Wo ist das Gepäck? Adresse, Wo ist it die Adresse? Ja. Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Wo ist die Adresse? Kartoffeln, Wo sind die Kartoffeln? Wo sind die Kartoffeln? Bahnhof, Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? Wo ist der Bahnhof? This is the end of Unit 2, Tape 2. Spoken German, Unit 2. Tape 3. Variation drill. Number 1. Ich komme. Ich, I'm coming too. ich komme auch. Ich komme auch. I'm not coming. Ich komme nicht. Ich komme nicht. Ich komme nicht. I'm not coming either. Ich komme auch nicht. Ich komme auch nicht. Number 2. Bleibt sie? Bleibt sie? Is she staying too? Bleibt sie auch? Bleibt sie auch? Bleibt sie auch? Isn't she staying? Bleibt sie nicht? Bleibt sie nicht? Isn't she staying either? Bleibt sie nicht auch? Bleibt sie auch nicht? Bleibt sie auch nicht? Bleibt sie auch nicht? Number 3. Wir arbeiten dort. Wir arbeiten dort. We work there. Wir arbeiten dort. We work there too. Wir arbeiten dort auch. Auch dort. Wir arbeiten auch dort. Wir arbeiten auch dort. Wir arbeiten auch dort. We don't work there. Wir arbeiten nicht dort. Wir arbeiten nicht dort. Wir arbeiten nicht dort. We don't work there either. Wir arbeiten auch nicht dort. Wir arbeiten, what is it? Auch nicht dort. Wir arbeiten auch nicht dort.
Wir arbeiten auch nicht dort. Wir arbeiten auch nicht. Number 4. Können Sie kommen? Können Sie kommen? Can they come too? Können Sie kommen auch? Können Sie kommen? Können Sie auch kommen? Oh, können Sie auch kommen? Können Sie auch kommen? Können Sie auch kommen? Können Sie auch kommen? Can't they come? Können Sie nicht kommen? Können Sie nicht kommen? Können Sie nicht kommen? Können Sie nicht kommen? Can't they come either? Können Sie kommen auch nicht? No, können Sie auch nicht kommen? 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 Can they come now? Können Sie jetzt kommen? Können Sie jetzt kommen? Können Sie jetzt kommen? Can't they come now? Können Sie auch jetzt kommen? How are they doing it? Können Sie auch nicht? What? Können Sie jetzt nicht kommen? Ja, können Sie jetzt nicht kommen? Can't they come now either? Können Sie jetzt auch nicht kommen? Wow. Können Sie jetzt auch nicht kommen? Oh my gosh. Können Sie jetzt auch nicht kommen? Können Sie jetzt auch nicht kommen? Number 5. Er will Sie treffen. Er will Sie treffen. He intends to meet her too. Er will Sie auch treffen. 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 He doesn't intend to meet her. Er will Sie nicht treffen. Er will Sie nicht treffen. Er will Sie nicht treffen. Er will Sie nicht He doesn't intend to meet her either. Er will Sie auch nicht treffen. 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 He doesn't intend to meet her there. Er will Sie dort nicht treffen. Er will Sie dort nicht treffen. Er will Sie dort nicht treffen. Oh, I was right. I was guessing. Er will Sie dort nicht treffen. Er will Sie dort nicht treffen. Er will Sie dort nicht treffen. He doesn't intend to meet her there either. Er will Sie auch dort nicht treffen. Oh, no. Er will Sie dort. Er will Sie dort. He will there. He doesn't intend to there also not meet. Er will Sie dort auch nicht treffen. Er will Sie dort auch nicht treffen. Er will Sie dort auch nicht treffen. Number 6. Erlen sind Amerikaner. Allen sind Amerikaner. We're Americans too. Wir sind auch Amerikaner. Wir sind auch Amerikaner. Wir sind auch Amerikaner. Wir sind auch Amerikaner. Is Mrs. Kunze German? Ist Frau Kunze Deutsche? Ist Frau Kunze Deutsche? Ist Frau Kunze Deutsche? No, she's an American. Nein. Sie ist Amerikaner. Sie ist Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin. Nein, sie ist Amerikanerin. Nein, sie ist Amerikanerin. I'm an American. Ich bin Amerikaner. Ich bin Amerikaner. Ich bin ein Amerikaner. Number 7. Wo fahren Sie heute hin? Ich fahre nach München. Wo fahren Sie heute hin? Ich fahre nach München.
Where is he going now? He's going to Bonn. Wo fährt er jetzt hin? Er fährt nach Bonn. Wo fährt er jetzt hin? Er fährt nach Bonn. Where are you going? Wo fahren Sie hin? I'm going to the movies. Ich fahre nach? Is it nach? Are they saying nach? Yeah, no. Let's see. Ich fahre... Wait. Wo gehen Sie hin? Ich gehe Oh, geh. ins Kino. Ich geh ins Kino. Where are you going? Going to the movie. Okay, wait. I'm getting confused. Where is she going? Wo fährt sie hin? Wo fährt sie... Geh. Wo geht sie hin? Wo geht sie hin? She's just going out to eat. Sie geht... I'm not sure how to say that. Sie geht gerade essen. Oh, the just part is gerade. Sie geht gerade essen. She goes just to eat. Wo geht sie hin? Sie geht gerade essen. Wo geht sie hin? Sie geht gerade essen. Wo geht sie hin? Sie geht gerade essen. Where are they going? They're going to Schwabing. Wo fahren sie hin? Wo fahren sie hin? Sie fahren nach Schwabing. 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 Number 8. Ich glaube, er kennt sie. Ich glaube, kennt sie. I believe he knows you. He says he comes from Germany. Okay. They haven't really used some of these things before, like say. I don't remember them ever introducing that. Maybe they didn't, I just didn't notice. Sagt. Sagt. He says he comes from Germany. Sagt, kommt aus Deutschland. Sagt, kommt aus Deutschland. Er sagt, er kommt aus Deutschland. Sagt, kommt aus Deutschland. I think they work at the consulate. Ich glaube, sie arbeiten im Konsulat. 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 She says she speaks German too. Sie sagt, sie spricht Deutsch, sie spricht auch Deutsch. Sie sagt, sie spricht. Sie sagt, sie spricht auch Deutsch. Sie sagt, sie spricht auch Deutsch. Sie sagt, sie spricht auch Deutsch. He thinks I know him. Glaube, ich kennt ihr. Ich kenne ihn. Oh, I've got to really work on this. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ihr glaubt, ich kenne ihn. Er glaubt, ich kenne ihn. Er glaubt, ich kenne ihn. You say I know him too? Sie
Sie sagen, ich kenne ihn, ich kenne auch ihn. Sie sagen, ich kenne ihn auch, ich kenne ihn auch. Sie sagen, ich kenne ihn auch. Sie sagen, ich kenne ihn auch. Sie sagen, ich kenne ihn auch. He says she lives in the Bayerischen Hof. Er sagt, sie wohnt im Bayerischen Hof. Er sagt, sie wohnt im Bayerischen Hof. Ihr sagt, sie wohnt Number 9. im Hof. Wir möchten hier bleiben. Wir möchten hier bleiben. Wir möchten hier bleiben. We like staying here. Wir möchten hier bleiben. Oh, we'd like to stay here. Wir möchten hier bleiben. They want to drive to Tölz. Drive. Fahren. Sie wollen nach Tölz 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 fahren. Fahren. May we speak German? Dürfen? How does that? Where is that? Dürfen wir Deutsch sprechen? Dürfen wir Deutsch sprechen? Dürfen wir Deutsch sprechen? Dürfen wir Deutsch sprechen? I can visit you in Bonn. Ich kann Ihnen in Bonn besuchen. Ich kann Sie, why isn't it Ihnen, oh, that's, oh gosh, okay, ich kann Sie in Bonn besuchen, okay. I wanted to say Ihnen, but that's like to you, but I guess if you say visit, that's, you use the direct object form, which I guess, not sure, I guess is Sie. Ich kann sie in Bonn besuchen. Ich kann Sie in Bonn besuchen. He has to work right now. Muss gerade arbeiten. Er muss gerade arbeiten. Muss gerade arbeiten. Number 10. Wo kommen Sie her? Ich komme aus Amerika. Wo kommen Sie her? Wo kommen Sie her? Ich komme aus Amerika. Where does he come from? He comes from Germany. Wo kommt her? Kommt aus Deutschland. So that's where comes he, and that her is from what, like from which place. Wo kommt Where comes, from which place comes he? Wo kommt her? Kommt aus Deutschland. Wo kommt er her? Er kommt aus Deutschland. Wo kommt her? Kommt aus Deutschland. Where does she come from? Does she come from Bonn too? Wo kommt sie her? Kommt sie auch aus Bonn? I'm cheating now in reading instead of thinking. I'm getting tired, and there's only a few minutes left. I'm done. Wo kommt sie her? Kommt sie auch aus Bonn? Wo kommt sie her? Kommt sie auch aus Bonn? Does he come from America, or where does he come from? Kommt aus Amerika, oder wo kommt her? Oder wo kommt her? Kommt aus Amerika? Kommt er aus Amerika oder wo kommt er her? Oder Where do they come from? They come from Frankfurt. wo kommen sie her? Sie kommen aus Frankfurt. Wo kommen Sie her? Sie kommen aus Frankfurt. Vocabulary drill. Number 1. Treffen. To meet. He's meeting Mr. Allen in Bonn. Trifft Herrn Allen in Bonn. Er trifft Herrn Allen in Bonn. Trifft Herrn Allen in Bonn.
I'm meeting her in Munich. Ich treffe sie in München. 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 Ich treffe sie in We meet Mr. and Mrs. Keller in America. Wir treffen Herrn und Frau Keller in Amerika. Wir treffen Herrn und Frau Keller in Amerika. Wir treffen Frau und Herr und Frau Keller in Amerika. Herrn und Frau Keller in Amerika. Are you meeting Miss Schneider today? Treffen Sie Fräulein Schneider? Treffen Sie heute Fräulein Schneider? Let's see. Heute? I get confused about where you can place the words. Treffen Sie Fräulein Schneider heute? 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 She meets Mrs. Bauer in Frankfurt. Sie trifft Frau 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 Bauer in Frankfurt. Number 2. Es gefällt mir. I like it. Es gefällt mir. How do you like it in Munich? Wie gefällt es Ihnen in München? In München. Wie gefällt es Ihnen in München? Wie gefällt es Ihnen in München? Do you like it in Germany? Gefällt es Ihnen in Deutschland? 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 We like it very much here. Es gefällt uns hier sehr gut. Es gefällt uns hier sehr gut. Es gefällt uns hier sehr gut. Doesn't sound like he's saying the T, which I thought was very important, that you were really supposed to pronounce hard T's at the end of words, but I guess not. I like it in Bonn very much. See, let's see if he says gefällt. It sounds like he says gefällt es sehr gut in Bonn. Mir gefällt es sehr gut in Bonn. Mir gefällt es hier, mir gefällt es sehr, mir gefällt es sehr gut in Bonn. Mir gefällt es sehr gut in Bonn. It's a very soft D sound. Mir gefällt es hier sehr gut in Bonn. She likes it very much here too. Es gefällt ihr hier auch. Es gefällt ihr hier auch sehr gut. Number 3. Ken. To know. Do you know Mr. Becker? Kennen Sie Herrn Becker? Kennen Sie Herrn Becker? We know him well. Wir kennen ihn gut. Wir kennen ihn gut. Do you know Mrs. Bauer too? Kennen Sie auch? Kennen Sie auch Frau Bauer? Kennen Sie auch? Frau- No, I don't know her. Nein, ich kenne sie nicht. Nein, ich. You know him too, don't you? Sie kennen ihn auch, nicht wahr? Sie kennen. I'm sorry, I'm getting distracted. I had to fix my camera, and suddenly, it said that there's 16 minutes instead of 8 minutes, and now I learned I've got 7 more minutes of this. Oh, I'm getting tired, and I thought I was almost done. Okay. Concentrate. Number 4. Wohn. To live. Do you live in the vicinity of the consulate? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Wohnen Sie in der Nähe vom Konsulat? Does he live in Munich too? Wohnt auch in München? Wohnt er auch in München? Wohnt auch in München? He lives here in the vicinity. Wohnt hier in der Nähe. Er wohnt hier in der Nähe. Wohnt hier in der Nähe. Where do you live? Wo wohnen Sie? 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 I live in the Bayerischen Hof. Ich wohne im 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 Bayerischen Hof. Number 5. Ins Kino gehen. To go to the movies. Ins Kino gehen. I'm going to the movies. Ich gehe ins Kino.
Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Are you going to the movies too? Gehen Sie auch ins Kino? Gehen Sie auch ins Kino? Gehen Sie auch ins Kino? No, I'm not going to the movies today. Nein, ich gehe heute nicht ins Kino. I mean, why did they put the heute there before they were putting it at the end? I don't know. Maybe you can put it wherever you want. Nein, ich gehe heute nicht ins Kino. Nein, ich gehe heute nicht ins Kino. Nein, ich gehe heute nicht ins Kino. Who's she going to the movies with? Who is she going to the movies with? Mit wem geht sie ins Kino? That's my guess. Mit wem geht sie ins Kino? Let's see. Mit wem geht sie ins Kino? Oh wow, that's right. Mit wem geht sie ins Kino? Mit wem geht sie ins Kino? She's going to the movies with us today. Sie geht ins Kino mit uns heute. Sie geht heute mit uns ins Kino. Sie geht heute mit uns ins Kino. Sie geht heute mit uns ins Kino. Number 6. Wer? Wer? Who? Who is the lady there? Wer ist die Dame dort? Wer ist die Dame? That's so confusing because it sounds like the word where in English. Wer ist die Dame dort? Who is the lady over there? Wer ist die Dame dort? Wer ist die Dame dort? Who lives in the Bayerischen Hof? Wer wohnt im Bayerischen Hof? Wer wohnt im Bayerischen Hof? Wer wohnt im Bayerischen Who Hof? knows Mr. and Mrs. Allen? Wer kennt Herrn und Frau Allen? Wer kennt Herrn und Frau Allen? Wer kennt Herrn und Who Frau... can speak German here? Wer kann hier Deutsch sprechen? Wer kann hier Deutsch sprechen? Wer kann hier Deutsch sprechen? Who wants to go to the movies today? Wer will heute ins Kino gehen? I'm just cheating and reading it. Wer will heute ins Kino gehen? Wer will heute ins Kino gehen? And every time the heute is somewhere new. Number 7. Sprechen. Sprechen. To speak. I often speak English with her. Ich spreche oft Englisch mit ihr. Ich spreche oft Englisch mit ihr. Ich spreche oft Englisch mit ihr. We often speak German with him. Wer spricht oft Deutsch mit ihm? Mit ihm. Wir sprechen oft Deutsch mit ihm. Wir sprechen oft Deutsch mit ihm. Wir sprechen oft Deutsch mit ihm. He often speaks English with us. Er spricht oft Englisch mit uns. 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 Please speak German with me often. Sprechen Sie bitte oft Deutsch mit mir. Sprechen Sie bitte oft Deutsch mit mir. Sprechen Sie bitte oft Deutsch mit mir. Sprechen Sie bitte oft Deutsch mit ihr. Does she often speak English with you too? Spricht sie auch oft Englisch mit Ihnen? 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 Number 8. Heißen. Heißen. My, your, his, her, etc. name is. What is your name? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? His name is Fritz Keller. Er heißt Fritz Keller. Er heißt Fritz Keller. Er heißt Fritz Keller. Her name is Elizabeth, isn't it? Sie heißt Elisabeth, nicht wahr? Nicht wahr? Sie heißt Elisabeth, nicht wahr? Sie heißt Elisabeth. My name is Heinz Becker. Ich heiße Heinz Becker.
Ich heiße Heinz Becker. Ich heiße Heinz Beck. Is your name Bauer or Brauer? Heißen Sie Bauer oder Brauer? Heißen Sie Bauer oder Brauer? Heißen Sie Bauer oder Brauer? Number 9. Besuchen. To Besuchen. visit. Besuchen. Who are you planning to visit there? Wo wollen Sie dort besuchen? Wen wollen Sie dort besuchen? Wen wollen Sie dort Who are besuchen? you visiting in Bonn? Wen besuchen Sie in Bonn? Wen besuchen Sie in Bonn? Wen besuchen Sie in Bonn? He's planning to visit us today. Will uns heute besuchen. Er will uns heute besuchen. We're planning to visit Mr. and Mrs. Allen. Wir wollen Herrn und Frau Allen besuchen. Wir wollen Herrn und Frau Allen besuchen. Besuchen. Who's she visiting in Germany? Wen besucht sie in Deutschland? Wen besucht sie in Deutschland? besucht sie in Deutschland? Number 10. Gehören. To belong. The passport belongs to me. Der Pass gehört mir. Der Pass gehört mir. Der Pass Does this suitcase here belong to you? Gehört Ihnen dieser Koffer hier? gehört Ihnen Who do the matches belong to? Wem gehören diese Streichhölzer? Die Streichhölzer. Wem gehören die Streichhölzer? Wem gehören die Streichhölzer? I believe the luggage belongs to her. Ich glaube, das Gepäck gehört ihr. Ich glaube, das Gepäck gehört ihr. Ich glaube, das Gepäck gehört ihr. He says the cigars don't belong to him. Ihr sagt, die Zigarren gehören ihm nicht. Gehören ihm nicht. Er sagt, die Zigarren gehören ihm nicht. Er sagt, die Zigarren gehören ihm nicht. Number 11. Vorhaben. Vorhaben. To plan to do. To have planned. What do you plan to do today? Was haben Sie heute vor? 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 We have a lot planned for today. Wir haben heute viel vor. Wir haben heute viel vor. Wir haben heute viel vor. Do you already have something planned for today? Haben Sie heute schon etwas vor? 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 What does Miss Kunze plan to do? Was hat Fräulein Kunze vor? Was hat Fräulein Kunze vor? Was hat Fräulein What are Mr. and Mrs. Allen planning to do? Was haben Herr und Frau Allen vor? Was haben Herr und Frau Allen vor? Was haben Herrn Allen und Fräulein Herr und Frau Allen vor? Number 12. Nicht wahr? Isn't it? Nicht, Don't you? nicht, Doesn't he or she? Etc. You live on Ludwigstrasse, don't you? Sie wohnen in der Ludwigstraße, nicht wahr? Sie wohnen in der Ludwigstraße, nicht wahr? Sie wohnen in der Ludwigstraße, nicht wahr? Sie wohnen in der She's Ludwigstraße. driving to Tölz today, isn't she? Sie fährt heute nicht Tölz, nicht wahr? Sie fährt heute nach Tölz, nicht wahr? He's a foreign service officer, isn't he? Er ist Diplomat, nicht wahr? Er ist Diplomat, nicht wahr? Er ist Diplomat, nicht You'll wahr? give him the address, won't you? Sie geben ihm die Adresse, nicht Sie wahr? geben ihm die Adresse, nicht wahr? The consulate is here in the vicinity, isn't it? Die Konsulat ist hier in der Nähe, nicht wahr? Das Konsulat ist hier in der Nähe, nicht wahr? This is the end of Unit 2. Okay, well, that's the end of Unit 2. And next time, so that's much better. Not as good as it should be, but much better than last time. So I think I'm ready to move on to Unit 3. So I'll start Unit 3 next time.